Das ist die JVC KY 320B von 1986. Die zählt zu den Electronic News Gathering Kameras, also Schulterkameras, die für die professionelle Berichterstattung benutzt werden. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Fernsehsender eine Reportage dreht, dann brauchen die Kameraleute so ein Gerät. Ich habe das Teil auch mal mit nach draußen genommen und ein paar Aufnahmen gemacht. Die Aufnahmen sind in der zweiten Hälfte des Videos. Diese Kameras sind sehr robust und teuer. Dieses Modell hier kostete mal 10.000 Mark und besteht fast komplett aus Aluminium. Und so kommt sie auf ein Gewicht von 7,5 Kilo. Dabei hat die noch nicht einmal einen Rekorder eingebaut. Der musste damals noch extra mitgeschleppt werden und wog in der Regel nochmal an die 8 bis 10 Kilo. Mit dem dicken runden Anschluss oben im Bild kann man die Kamera mit so einer Art Studio-Kontrollraum verbinden, so dass man live zwischen mehreren Kameras hin und her schalten und fernsteuern kann. Die Schalter sind für das Ein- und Ausschalten für Kamera und Rekorder, Sensorempfindlichkeit, Weißabgleich, Testbild und so weiter. Jede Funktion hat einen eigenen Schalter. Der Kameramann kann so die Funktion schnell erreichen, ohne hinzusehen. Das heißt, wenn er sich die Position der Schalter gemerkt hat. Das ist von Vorteil, wenn man für eine Reportage unterwegs ist und alles schnell gehen muss. Hinter diesem Türchen kann man einstellen, welchen Filter man braucht. Und welchen man braucht, hängt von den Lichtverhältnissen ab. Der Sucher lässt sich in der Position einstellen und hat auch ein paar Schalter, zum Beispiel für das Telelight, an dem der Moderator erkennt, in welche Kamera er gucken muss. Das Objektiv allein wiegt fast schon 2 Kilo und hat einen 12-fachen Zoom. Mit einem Schalter kann man diesen Zoom dann nochmal verdoppeln. Und so sieht das Ganze von innen aus. Da gibt es 10 Boards, die man alle rausnehmen und einstellen kann. Jedes Board ist für einen bestimmten Bereich zuständig. Zum Beispiel eines für das Netzteil, für die Farbmischung, Synchronisierung und so weiter. Und so sieht der Bildsensor einer 80er-Jahre-Kamera aus. Das sind 3 Vakuumröhrensensoren für Rot, Grün und Blau. Ein Prisma in der Mitte teilt das Licht auf. Die ersten Vakuumröhren als Bildsensor wurden schon in den 1930er Jahren gebaut und wurden bis in die 80er immer weiterentwickelt. Und hier ist der Sensorblock. Man sieht, wie groß und sperrig diese Teile sind. Mitte der 80er kamen die CCD-Chipsensoren auf den Markt und verdrängten allmählich die Vakuumröhren. Die Chipsensoren haben viele Vorteile, zum Beispiel sind sie kleiner, verbrauchen weniger Energie und müssen sich nicht warm laufen. Hier eine Bildröhre und ein Chipsensor zum Vergleich. So eine Sensorröhre ist tatsächlich so ähnlich wie eine alte Fernseherröhre, nur dass das Bild sozusagen nicht aus der Röhre rauskommt, sondern reingeht. Eine der Eigenarten der Röhren ist der Comet-Tail-Effekt. Es kann auch zu Bildstörungen in der Nähe von Magnetfeldern kommen oder sogar durch zu laute Schallwellen, zum Beispiel auf Konzerten. Der Akku ist übrigens derselbe, den ich auch in meinem Video über die KY 1900 von JVC gezeigt habe. Glücklicherweise passt er auch auf diese Kamera. Die alte Cadmium-Batterie war schon längst kaputt, also habe ich die rausgebaut und eine moderne Lithium-Batterie eingebaut. Was nicht so leicht war, weil die alte Batterie mit Klebstoff ans Gehäuse befestigt wurde. Dann habe ich noch eine Batteriestandsanzeige und einen USB-Aufnahmeadapter eingebaut. So sieht das Bild vom Sucher aus. Da ist tatsächlich eine kleine Bildschirmröhre eingebaut. Aber das Bild in der Mitte ist eigentlich nur ein Spiegel. Rechts ist die Bildschirmröhre.
Ich habe die Kamera mal mit in die Stadt genommen und ein paar Aufnahmen gemacht. Es ist wirklich unmöglich, in einer Stadt mit so einem Teil unauffällig zu filmen. Manchmal fragen mich die Leute, ob sie jetzt durchs Bild laufen dürfen, weil sie die Aufnahmen nicht stören wollen. Manche Leute denken wahrscheinlich, dass ich vom Fernsehen bin. Früher in den 80ern, als es fast nur große Kameras gab, wäre ich wohl nicht so aufgefallen. Hier eine Aufnahme vom Mond. Man kann sogar unten links die Mondkrater erkennen. Bei einer so starken Vergrößerung kann man im Zeitraffer sogar den Mond wandern sehen. Eine Aufnahme bei Nacht mit maximaler Sensorempfindlichkeit. Das Bild rauscht hier schon ganz ordentlich. Diese Kameras brauchen unheimlich viel Licht für eine gute Bildqualität. Für diese Aufnahme war es schon viel zu dunkel für die alte Kamera. Die Aufnahme ist im Grunde nicht zu gebrauchen. Für mein Smartphone von 2015 war das allerdings überhaupt kein Problem. Hier kann man gut sehen, wie groß der 24-fache Zoom ist. Die Farben im Bild sind nie ganz korrekt. Mal ist das Bild zu grün, zu rot oder zu blau. Eigentlich müsste die Kamera mal ordentlich kalibriert werden. Die Kameramänner in den 70er und 80er Jahren mussten ihre Geräte theoretisch vor jedem Einsatz eine Stunde lang kalibrieren und einstellen, weil die alten Sensorröhren ihr Eigenleben haben und die Bildqualität von vielen Faktoren abhängt. Sogar die Umgebungstemperatur hat einen Einfluss. Die Chipsensoren, die später kamen, sind bei weitem nicht so wartungsintensiv. Ich kalibriere die alten Kameras nur sehr selten, weil das sehr aufwendig ist und die Bildqualität für meine Ansprüche gut genug ist.